Alter, was ist das für ein Eimer? Chance, stopp! Jetzt! Ist da auch noch ein Mercedes-Motor drin? Es geht weiter! Boah, der scheiß Kompressor ist schon wieder. Wir müssen das warten, bis der Kompressor aus ist. Hallo? Schon wieder komisch angeguckt. Lass mal hier gucken. Boah! Große, Alter, heb mal die hoch, schau, heb mal hoch, Alter. Oh. Wieder zurück, voll im Geschehen. Das Allerbeste, Alex ist auch wieder da. Das heißt, er kann gleich die Hand direkt auflegen und mit Hand auflegen, dass die Einspritzdüsen einstellen. Ja? Der Koffer hat einen neuen Motor bekommen und jetzt ist erster Start. Hoffentlich, kein Witz, erster Start. Ist jetzt kein Fake, ist wirklich erster Start. Hier, Alex, du musst Lampe haben. Ja, das sind so hier noch. Okay, ich mach nochmal, weil Öldruck war noch nicht wirklich gut. Okay. Okay. Du darfst? Ich da. So, Öldruck ist da, 6,5 Bar. Alle möglichen Lampen sind an. Müssen wir gleich mal löschen. Wir haben noch keine Lenkunterstützung. Das Auto hat sogar auf Garantie eine neue Servolenkung bekommen, vollständig. Und auch das Getriebe wurde komplett revidiert. Lass mal gerade gucken. Wie sieht's aus? Ist dicht? Boah, wir gehen diese scheiß Dinger auf. Ist leer? Ja, Andreas hat der richtig voll gemacht. Was ist der ganze Rauch? Hier ist aber nicht mehr rein. Der ganze Rauch ist, dass kurz vor Explosion alle sind. Ne, die ganzen Reiniger, die da unten drauf sind, die verdampfen erstmal. Und das muss man wichtig immer einatmen. Das ist gut. Filtern. Mach mal den Eimer auf. Da der ja auch eine neue Lenkung bekommen hat, muss man auf jeden Fall das Servosystem wieder entlüften, sonst fängt es an zu schäumen und dann ist hier Party. Okay, Öldruck ist da, unten läuft schon mal nichts aus. Jetzt gehen wir was Cooles gucken. Komm mit, zeig deinen Eimer. In den Renault kommt. Ja, da oben steht der Bremse. Lambda-Anzeige, Öltemperatur, Öldruck ist da und hier, wichtig, die Flatrate. Geil. Die Ansaugung sieht gut aus, ne? Hast du mal den Typ gezeigt? Bis später. Kommst du gleich vorbei? Ja, einfach mit. Schau mal in mein Video, da war er an seinem Roller dran. Ja. Funktioniert dein Ständer wieder? Den
Den habe ich abgebaut. Ja, ich baue meinen auch bald ab. Hi. Hallo. Hallo. Nein, ich habe mich letztens schon wieder fast gewickelt. Da war ich im Kreise, da war eine Unebenheit. Ja. Boah, da bin ich so weg. Ist das einfach runtergefallen? Oder? Nein, hochgekommen, Kunststoffverkleidung unten, kaputt. Ja, Valentino Rossi Und hier. da habe ich das Ding abgebaut. Besser ist es. Ich habe noch den Mittelständer. Ne? Ja. Und das war ja nicht original. Ja. Alles Da klar. wo ist ein Video, wo ich drauf bin? Musst du gucken, YouTube, Subi Ja, Performance. dann gucke ich ja deine Videos. Warum musst du gucken? Einer, der ist schon bestimmt 10, 20 Videos her. Aber irgendwo ist das, ist in so einem Vlog. Ah, okay. Hau rein, ciao. Mach's gut. Der hat mich voll mitgenommen. So ein Scheiß. Ja. Hau rein, gute Besserung, auch gesundheitlich. Ciao. Gut. Grüß Gott, hallo. Was ist denn eigentlich hier gerade gekommen? Ist doch gerade gekommen, oder? Ja. Autohaus. Schusch. Das sind zwei EO22 Motoren. Die werden sehr beliebt in VW Bus und Käfer und sowas eingebaut. Und die sollen wir irgendwie revidieren. Das ist so eine spezielle Ölwanne. Die wird extra bei diesen Eimern runtergebaut. Guck mal hier, die Ölwanne. Das sieht aber gut aus. Das sieht schwer gegossen aus. Alter, die sieht fast aus wie selbst geschnitzt. Krass. Alex, ist da alles gut? Ich habe jetzt Semmel gemacht. Wenn er schon nicht sagt ja, sondern ich habe jetzt noch was machen müssen, ist immer nicht gut. Ja, das Ding war komplett leer gewesen. Da wurde einmal auf gefüllt gemacht. Da musst du das jetzt ein bisschen ruhen lassen, damit das sich ein bisschen entlüftet und entschäumt. Ja, ich habe aber auch schon jetzt wieder aufgefüllt. Ja. Öl habe ich bis jetzt noch keins rauslaufen sehen, das war eigentlich ein gutes Zeichen. Komm, wir fahren mal hoch und gucken, wo das Alter, das sieht ja wirklich fast okay aus. Ja, Killer wie Ölwanne, Ölkühler. Ist keine gute Kombination. Ja, also Nicht mit sehr montagefreundlich ist es wirklich nicht. Hier sieht man, guckst du hier, komplett neue Servopumpe, Servolenkung und Pumpe und Schläuche, alles neu. Ja. Ding hat ein Öl ins Fahrwerk drin. Also ist eigentlich langsam wird es ein schönes Auto. Und jetzt kriegt er noch einen schönen Motor mit. 500 PS oder so am Ende. Getriebe vollständig revidiert. Schauen wir mal sehen, ob wir ein paar Gänge reinkriegen. Alles klar. Alex, warum ist hier kein Splint drin? Wir waren nicht dran hier, ne? Aber hier muss ein Splint rein, Alter. Und hier ist auch kein Splint drin. Aha. Was ist das für ein Scheiß da? Das sind keine selbstsicheren Muttern, weißt du? Da muss ein Splint rein, Alter. Der Splint macht aber auch keinen Sinn. Ja, ich sehe es, da muss der Splint aber doch ein bisschen Sinn macht er. Die Bohrung ist halb in der Verkronung drin. Da muss auf jeden Fall ein Splint rein. Also im Idealfall brauchen wir den Splint nicht, aber als Notfall. Ne? Auf jeden Fall, wenn wir das dann, muss man das hier hinten umknicken. Ich muss euch jetzt nicht erklären, wie man so einen Splint benutzt. Alex, machst du die rein, ja? Ja. Kurvamatsch, muss ich denn hier alles kontrollieren? Zieh noch mal alles nach, was die an der Lenkung gemacht haben. Habe ich vergessen gemacht. Gut. Alles klar. Dann geht's gleich schnell auf Profahrt mit dem weißen Eimer. Pass auf, Bulgarien. Jawohl. Das sind zwei EO22-Blöcke. Ja. Wir sollen die revidieren, wir sollen checken, was wir daraus am besten machen können. Das bedeutet... kannst du nicht mehr revidieren. Ja, ich weiß. Oh. Der hat ein kleines Loch. Hier, der hatte leichte Schnappatmung, brauchte mehr Luft. Ich weiß, wir sollen hier irgendwie aus zwei am besten einmachen und gucken, wie wir das am besten retten. Ja. Zerlegt die beide komplett. Ja. Und dann schauen wir uns an, was wir hier irgendwie noch retten können, was nicht. Aber vorerst, bevor du das machst, komm mit. Wir brauchen für unseren griechischen Malaka von nebenan. Wo sind die Dinger? Diese Stangen. Hier. Die haben wir hier Gyros-Spießstangen. Ja. Die müssen wir durchbohren.
Hier. Okay. Hier ein Loch, da ein Loch, da ein Loch und alle Löcher, die du bereits hier siehst, einmal frisch durchbohren. Okay, das ist 6 mm. Musst du gucken, ja? Okay, alles klar. Der muss unseren Grillrost Aber machen. auf anderer Seite auch oder nicht? Ja. Und wir gehen jetzt auf Probefahrt mit dem weißen Eimer. Komm mit. Ja. Nur die hier, die von... Kurva, ich hab dir doch gerade gesagt, nur diese da. Die hier? Nur hier unten. Ah, okay, aber die hier soll ich ja nicht. Die lassen wir nicht. Okay. Okay, alles klar. Komm. Und Nico? Hier sind Lagerschatten auf jeden Fall. Hier waren die von Spinne. Wo war das? Das ist der gesprengte Block. Boah, da können wir nichts mehr von gebrauchen. Lehm mir mal. Wir machen ja auch mal. Und der ist am gucken, welche Playstation wann der sich bestellt. Ja, was ist das Problem? Die ist jetzt online. PS5 oder was? Ja. Musst du direkt ordern. Ja, muss man. Okay, sehr gut. Ist überlassen. Hier seht ihr, Getriebe revidiert. Björn hat sich eine wunderschöne Vorrichtung gebaut. Und alles gut? Ja. Schön. Wir fahren jetzt mit dem Eimer. Wir haben den jetzt noch 2-3 Mal ein bisschen entlüften lassen, Lenkungssystem. Und machen eine kurze Probefahrt und kommen dann wieder und machen direkt den ersten Ölwechsel. Passt das soweit, Alex? Ja. Weißt du nicht, dass der Stand jetzt zu voll ist und wenn das warm wird, die Suppe da rausläuft? Da kriege ich Herzinfarkt. Zieh ein bisschen raus. Zieh mal da ein bisschen raus. Hier seht ihr den Servostand, hier von der Seite kann man das sehen. Ja, aber nicht, dass während der Fahrt noch was wegzieht. Ja, soll ich mal laufen lassen? Mach mal. Ein bisschen raus. Das Ding hat echt alles. Komm, Wasser. Das Ding hat jetzt wirklich alles neu bekommen. Alter, das ist schon kritisch. Weißt du, wenn du von Getriebe, Lenkung, Motor, alles Kurva neu hier bekommst, Alter, dann muss eigentlich irgendwas Faxen machen, weißt du? Er hat auch eine starke Kupplung bekommen. Erstmal da hinten in die Mülltonnen einplanken. Das wird knapp. Die stehen immer richtig scheiße, Alter. Du mit deinem Porsche-Eimer. Das Auto ist momentan ein bisschen schwer zu manövrieren. Oh. Aber hat sich wohl ein bisschen verschluckt, weißt du, in dem Leerlauf die ganze Zeit laufen, dann verrußen die Kerzen komplett. Und ich mal Audio reiten. Ja. Das bin nicht ich, ne? Ich wusste doch, dass du nicht Auto fahren kannst. Du warst noch nie mit mir Essen holen, ne? Nee. Ja. Fahren zu meiner damaligen Tagesmutter, die kocht jeden Mittag für uns. Richtig geil. Immer Dienstag und Donnerstag. Das ist immer so ein Todesmoment, wenn du fährst mit einem neu aufgebauten Motor und dann siehst du so hinter dir so eine Linie, die du ziehst. Alter, du kannst gar nicht beschreiben, was du in deinem Kopf und was in deinem Bauch gerade dann für Gefühle abgehen, Alter. Du bleibst kurz sitzen, ich gehe Essen holen. Ja? Machen wir her. Lenkung ist auf jeden Fall schon mal gut, also da ist nichts mehr am Ruckeln. Haben wir gut entlüftet. Alter, warum sitze ich hier eigentlich so weit vorne? So kommt ein Stuhl hin. Gerade kam Anne, Andis Freundin, an und hat uns die hier gebracht. Das sind rote Nummern, da wir gerade den Weg zum Mittagessen ohne Kennzeichen gefahren sind. Alter, ey. Der Kunde hat das Auto abgemeldet, wegen Winter.
umgemeldet und hat die Kennzeichen abgemacht. Ich hab's vercheckt, Alter. Scheiße. Fährst hier mit so einer laufenden Büchse hier. Ohne Kennzeichen über die Straße. Oh, fuck. Boah, hier ist so eine richtig scheiß Kante. Oh, die ist so richtig steil, ey. Ist mal hier so schräg drüber. Ich dachte, jetzt geht das Tor auf, aber Ist auf jeden Fall richtig schlecht mit so falsch abgestimmten Düsen zu fahren. Kraftstoffeintrag im Öl ist viel zu hoch in dem Moment und so weiter. Ne? Wird jetzt viel zu viel eingespritzt, aber für 2 Minuten Testlauf ist okay, weil wir machen ja jetzt direkt wieder Ölwechsel. Ne? Alter, da kriege ich einen Anfall, wenn ich hupe und das Tor geht nicht auf. Ne? Will mir jetzt etwa jemand sagen, dass keiner in diesem Moment da rumläuft, Alter? Mann, ey. Stehen die 3 Deppen da um den Motor rum und dann lass mich doch jetzt rein. hey. Ja, sonst läuft jetzt natürlich wie ein Sack Nüsse, aber sonst normal. Kupplung fühlt sich gut an. Getriebe fühlt sich sehr gut an, Björn. Ja? Alex, mach bitte gerade Ölwechsel. Ja. Lass Öl ablaufen, dann kommst du essen, ja? Nachholen. Soweit, ich glaube ja. Ja. Oh, Dackelhunde sind schon da, das Wichtigste. Bohnen. Und das sind, glaube ich, diese. So, jetzt hau mal mit der Kamera ab, wir fressen jetzt hier. Mein Traum, so gestalkt zu werden. Da wäre ich ganz aufgeregt. Bis zum nächsten Stegbruch. Ciao, Direktorsteg. Nee, ist nicht im Sack. Hallo, wir haben eben über Buchsenriss geredet. Und das ist der Motor. Kevin hat den eben mal zerlegt. Und den Kunden. Muss man Lampenrad holen? Das haben wir wirklich im letzten Moment gesehen. Das wäre ziemlich uncool. Aber es wäre auch noch uncooler, hätten wir es nicht gesehen. Und was jetzt? Hier, komm mal her. Da unten, da wo dieses Öl schon so durchhängt, sieht man das da unten drin? Da. Da ist der Riss. Da unten im Bereich kann man ihn jetzt leicht sehen, einen ganz feinen Haarriss. Ich werde den mal gerade markieren, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Da in dem Bereich. Ganz kurios, da unten in dem Bereich, weil da ist normalerweise gar kein großer Zylinderdruck. Die Verbrennung findet ja oberhalb statt. Und ja, dass es da unten reißt, habe ich selten gesehen. Aber man lernt nie aus. Gut, wollten wir euch noch zeigen. Jetzt Feierabend. Der weiße Koffer, den wir eben Probe gefahren sind, hast du gefilmt, ne? Alex war da und hat abgestimmt, ne? Richtig. Also was heißt abgestimmt? Hat
Einfahrmap drauf gespielt. Und jetzt richtig geil, keiner sagt uns was. Der Kunde hat seine neuen Felgen drauf gemacht. Weiß und goldene Felgen, sieht gut aus, oder? Findest du nicht gut? Nee. Warum nicht? Doch. Besser. Doch. Oh, ich finde es nicht schlecht. Aber ich finde die Felgen so ein bisschen matt. Die hätten ein bisschen mehr Bling haben können, oder? Obwohl es geht, ist cool. Ja. Ich auch. Du machst alles dreckig. Das Haut ist so sauber, oder? Fährst du gleich noch damit in die Waschstraße? Ich fahre heute nirgendwo hin. Tschüss, und mach ich den fertig? Was für erreichen? Damit der Kunde den am Freitag abholen kann. Freitag, tschüss. Ja, was, Alter? Radwechsel morgen machen. Willst du sich vorne hinter zum Kaffee trinken gehen? Ja, oder was? Feierabend machen, 18 Uhr. Aber dann 18 Uhr, aber Kurve 10:30 angefangen und zwischen 10:30 und 14 Uhr auf mich gewartet. 10:30 angefangen. Ich sag's euch. Und nach Pause über 1 Stunde gezogen. Auf meinen Nacken. Gut. Was hat 1 Stunde gezogen Pause? Guck mal, der da hinten fängt auch direkt an mit Pause ziehen. War da mit Pause gemacht, ist erst mal hochgegangen. Um 1 hochgegangen und um irgendwann 2 Uhr wiedergekommen. Wir sollten so eine Essensserie machen, wo wir uns nur beim Essen filmen. Eigentlich habe ich die Frage, wann wir Subi Series weiterdrehen. Jetzt gleich. Entspann dich jetzt erstmal, nimm dir jetzt mal deine Pizza. Ich esse hier meine Pizza Sujuk und dann geben wir gleich voll Gas. Das wird super geil. Okay, gut. Hast du Dackel gefilmt? Pina. Oh. Die Marke darf nicht überstellen. Einen wunderschönen guten Abend zu einem sehr entspannten, aber doch feinen, für euch Sonntagmorgen, eine neue Folge Subi Series. Wir werden heute die Reanimierung des Billet-Blocks machen. Und zwar habt ihr ja gesehen, dass der Motor nicht wirklich eine gute Ölschmierung mehr hatte und dadurch flöten gegangen ist. Und das Allerschlimmste, was passiert ist, ist, dass die Hauptlagergasse kaputt ist. Die war nicht mehr gerade, besonders das hinterste Lager, die Lagerschale hat sich mitgedreht und dadurch wurde die Hauptlagergasse zerstört. Um das zu retten, haben wir jetzt Folgendes gemacht. Der Motorblock wurde auseinandergeschraubt und dann wurden die Deckflächen, die Planflächen ineinander wurden abgeplant um ca. 1/10 pro Seite. Und jetzt haben wir das neu zusammenmontiert. Das bedeutet, dass die Grundbohrung, zeigt man von hier vorne die Grundbohrung, das ist die Kurbelwellengrundbohrung, dass die jetzt quasi nicht mehr das richtige Maß hat. Die ist jetzt zu klein. Um diese Grundbohrung perfekt wieder aufzuspindeln, brauchen wir Werkzeuge. Gut. Das heißt, ich richte jetzt hier so ein bisschen die Maschine ein. Davon kriegt ihr jetzt 2, 3 Aufnahmen und dann geht's weiter. Alter, nur 19er Schlüssel hier oder was? Der 17er ist nie da. Weißt du, was mir passiert? Ich nehme den 17er Schlüssel mit in die Tasche und bringe den nach Hause und Anna hat auf der Waschmaschine 3 17er Schlüssel liegen. Von Mama schön den Blumenwagen geklaut. Der Tisch ist absolut plan. Die Spiegelung ist relativ hart, aber du siehst, die Blase von der Maschinenwasserwaage zeigt absolut Mitte. Und ein Strichwert auf einem Meter 0,1 mm. Das heißt 1/10 auf 1 Meter Differenz, also auch nahezu nichts. Und da es sogar 0 ist, ist das hier perfekt. Schön. Tisch passt. Jetzt die kritischste Variante. Nochmal hier gucken, ob hier nirgendwo ein Katscher drin ist. Hier sieht man, haben den kleinen Katscher reingemacht beim Getriebe abhebeln. Den glätte ich nur so, dass ich feststellen kann, dass das nicht übersteht. Spüre ich, mit den Fingern kann man tatsächlich empfindlicher messen, wie man manchmal denkt.
Hier ist zum Beispiel ein kleiner Katscher. Den glätte ich auch. So. So fühlt man gut mit Bewegen hin und her. Merkt man sofort, ob hier irgendwas wackelt oder ob es klar aufliegt. Hört sich gut an. Jetzt kratzen wir den Kollegen. Passt. Jetzt erstmal nur grobes Anpratzen und dann schaue ich mir jetzt mal an, wie gerade steht der Kollege. Zack, perfekt 0. Jetzt 1 Millimeter hoch. Jetzt fahren wir einmal komplett rüber. Eben hatten wir da ja einen Versatz von 500. 1 Millimeter wieder runter und hier ist auch perfekt 0. Das bedeutet, dass der Block so parallel zueinander steht. Ja. Hier oben siehst du den Ausschlag in der Bohrung. Ja, ist ja jetzt nicht zentriert. Und jetzt sehen wir, wie der Tisch sich versucht auszurichten und permanent den Ausschlag des Arms checkt. Wird bei der Messung jetzt gar nicht so leicht, weil wir haben ja eben gemessen, die Grundbohrung ist relativ oval. Aber trotzdem ist das Ding eigentlich so klug, um den Mittelpunkt zu treffen. Wenn ich jetzt hier auf Set Center drücke, setzt er hier den Center. Das sind die XY-Koordinaten. Jetzt andere Bohrspüle drauf machen und einmal da durchlaufen lassen. Ja, da war es der Apparillo, ey. Ich bin sowas von gespannt, ob das klappt. Ja. Da ich keine Laser-Einstellgerät habe, fahre ich den jetzt quasi einfach auf Kontakt. Jetzt warte, jetzt muss ich Schutzbrille anziehen, sonst kriege ich wieder Ärger von euch. Schutzbrille ist an, jetzt würde ich sagen, kann nichts mehr schief gehen. Bin ich bereit? Dominik, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Alter. Gut. Wir können jetzt nur noch auf Run-Programm drücken und hoffen, ne? Wir haben doch zur Not unseren... Hoffentlich brauchen wir den nicht. Okay, Run-Programm. Schock des Lebens wie immer bekommen. Erstmal nimmt er nichts raus, da haben wir schon eben gebohrt. Da nimmt er jetzt raus. Guck dir diese Oberfläche an, Alter, was für einen Spiegel wir produziert haben. Jetzt messen wir mal die Gasse so. Und die ist jetzt hier noch genau 900 Untermaß. Und so auch 900. Also wahrscheinlich irgendwie hier 9,5 Hundertstel und hier 900. Ja, ich stelle jetzt einfach mal ganz entspannt 900 zu. Immer wichtig, nochmal double checken die Uhr, nicht dass die Uhr sich aus irgendeinem Problem verstellt hat. Aber wir sehen, die Uhr ist wirklich perfekt 0. Jetzt stellen wir 900 hier an dieser Skala zu. Dieser Strich ist eben unser Wert jetzt. Da machen wir jetzt 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Jetzt machen wir einfach die gleiche Chose wieder auf Run-Programm, dann läuft der Kollege wieder durch und dann sind wir hoffentlich auf Endmaß. Hört sich schon ganz anders an und eben haben wir hier so richtig Späne gemacht, so richtig lange Dinger und jetzt fliegen hier nur so ganz feines Material durch die Gegend. Perfekt, glaube ich. Jetzt fahren wir mal hier gerade rüber und dann messen wir jetzt mal mit unserem 3-Punkt-Innentaster, weil wir hundertprozentig sicher gehen können, dass das Ding rund bohrt. Messen wir jetzt mal die Bohrung. Sagen wir mal so auf 5000 genau habe ich mein Maß erreicht. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Boah. Vom Feinsten. Alles klar, Mädels.
Für mich jetzt Feierabend. Wir haben schon wieder 23 Uhr. Für euch geht es jetzt gleich weiter. Danke schon mal. Bis später. Was die Mädels noch gar nicht gesehen haben, wie schön hier. Wir haben ja gestern Abend die Hauptlagergasse gesetzt neu. Mega. Hat gut geklappt. Ich würde mal sagen, wir haben auch jetzt genug Content gesammelt, oder? Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächsten Sonntag. Wichtig ist dann immer pünktlich zum Frühstück einzuschalten. Haut rein, ciao. Schneller, zu langsam bist du am Gehen. Ja. Krieg ich direkt Kopfschmerzen.